Hallo ihr guten Leute, willkommen zum Mandalorianischen Sidekick Project. Wie baue ich mir mit simplen Mitteln einen mandalorianischen Helm? Ich versuche es einfach mal mit primitivsten Mitteln. In diesem Video geht es um das Ausschneiden der Teile aus der Platte. Natürlich wird alles Step by Step durchgeführt. Das heißt, ich lasse nichts aus. Die Links zu den Mustern und Vorlagen findet ihr in der Beschreibung des Videos. Und jetzt holt das Popcorn raus und macht euch bereit für eine Reise mit Cutter und Coolie. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Schreibt ein paar Kommentare, bewertet das Ganze, unterstützt das Projekt, abonnieren nicht vergessen. Aber jetzt geht's wirklich los. Viel Spaß, Leute. Bis dann. Hallo ihr tollen Leute da draußen. Jetzt geht's weiter mit diesem Projekt. Wir bauen uns unseren eigenen Mando-Helm als so eine Art Mundschutz oder wie auch immer. Oder einfach nur, um den zu haben oder so. Ich verwende weiterhin diesen Low-Tech-Ansatz und ich glaube, damit erfährt man ganz gut. Das heißt, jeder kann eigentlich mit allen möglichen Haushaltsmitteln oder vielleicht mit so einem exquisiten, tollen Cutter genau das erreichen, was ich auch erreiche. Und diese Baupläne, die sind unten verlinkt, die sind frei verfügbar. Und damit könnt ihr das Ganze nachbasteln. Ihr könnt natürlich auch richtige Bodenmatten oder ähnliches verwenden oder EVA Foam, beziehungsweise nennen wir es einfach Moosgummi. Dann könnt ihr das Ganze schön formen, auch ein bisschen mit Hitze, mit einem Heißluftföhn vorsichtig drüber gehen. Und dann könnt ihr das Ganze richtig schön in Form pressen und ähnliches. Am Schluss wird der ganze Helm dann zusammengesetzt mit Holzleim. Und eben diesen, oh Wunder, Holzleim, den werde ich auch verwenden für das Finish. Das heißt, um die Oberfläche zu versiegeln, denn das ist zwar ein geschlossen, poriger Schaum insgesamt, aber ich möchte, dass das relativ schick aussieht am Ende. Und dann kommt noch ein bisschen Farbe drauf und dann schauen wir mal, wie das Ganze weiterläuft. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst ein paar Kommentare da, liked das Ganze, abonniert diese Geschichte hier, verfolgt weiter dem Zeugs, was ich hier so treibe. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ich habe hier drunter ein Stück Pappe, damit der Tisch ein bisschen ganz bleibt. Nicht, dass er komplett am Schluss aussieht wie der Mond oder ähnliches. Das möchte ich ja auch nicht haben. So, nehmen wir erstmal diese ganzen schönen Sachen. Legen die beiseite. Den Rest nehmen wir auch, legen den auch beiseite. Wenn ihr möchtet, unten in der Beschreibung des Videos sind mehrere Sachen noch zu sehen. Zum einen sind natürlich Links zu meinen ganzen Geschichten zu finden. Zum anderen natürlich die verlinkten Baupläne, dass ihr direkt loslegen könnt. Unterstützt mich gerne. Haltet das Projekt am Leben. Und habt eine Menge Spaß dabei. Und los geht's. Heute werden die Teile ausgeschnitten. Ich verwende hier meinen Cutter und schau einfach mal, wie gut ich hier vorwärts komme. In den Plänen selbst wird übrigens vorgeschlagen, dass man 1 Zentimeter dicke Platten nimmt, halt aus Moosgummi bzw. EVA Foam. Klingt auch ganz toll. Aber ich nehme hier was relativ Simples, was ich gerade da hatte und was man auf jeden Fall auch bekommen kann. Denn ich mag das, wenn die Teile am Schluss so ein bisschen Beulen kriegen und so, dann halt einfach gebraucht aussehen. Finde ich cool. Das mochte ich schon immer im Star Wars Universum, dass da nicht alles so blitzblank ist, sondern eher so ein bisschen abgerissen aussieht, kann man das so sagen? Runtergekommen aussieht? Naja, vielleicht eher nicht. Aber so, dass jedes Teil halt einfach seine Geschichte hat. Das finde ich cool. Genauso möchte ich, dass dieser Helm hier auch seine Geschichte hat. Ich sehe hier gerade, hier ist eine Linie anscheinend noch nicht übertragen. Oha, das muss ich schnell noch nachholen.
So. Machen wir die mal noch schnell dahin. Ja. Sehr gut. Das heißt, das hier, das sollte genau dem hier entsprechen. Nur halt andersrum. Schön vorsichtig schneiden. Wir wollen ja unsere ganze Kiste hier nicht beschädigen. So. Das war die fehlende Linie. Hier vorne, da ist sie. Erstes Bauteil fertig. Toll, weiter so. Nächstes Bauteil. Das hier, das ist ein Seitenteil, was wir gerade ausgeschnitten haben. Wir sehen können, das hier unten, das ist die untere Helmkante. Und das hier oben, da werden die ganzen fröhlichen Teile alle dran gebaut. Kommen wir zum nächsten Teil. Hier haben wir ein Stück, das hinten am Helm schlussendlich sein wird. Das heißt, da werden dann noch diese fröhlichen Teile, 6 Stück sind es insgesamt. Hier da muss noch was ausgeschnitten werden, eigentlich, was ich aber jetzt noch nicht mache, was ich dann später mache, weil ich möchte, wenn ich das hier schneide, noch eine feste Kante haben. Aber später wird das dann sicherlich gemacht. Also erstmal dieses hintere Stück ausschneiden. Vorsichtig, ich meine, ich habe hier ein Stück Pappe und keine schöne Schneidematte oder sowas runter. Und dann, wenn ich das gemacht habe, lege ich das auch beiseite. Ich fange hier extra mit den leichten Teilen an. Später gibt es dann noch die Sachen, die um den Visor rundherum sind, links und rechts davon. Also vorne dieses T-förmige Sichtfenster, was dann da sein wird im Helm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man dann ein bisschen anders arbeiten. Da brauchen wir Winkel von 40 Grad. Und das möchte ich nicht direkt als erstes machen. Wie gesagt, empfohlen wird eigentlich, dass man das ganze Zeugs hier aus 1 mm starken Moosgummi macht. Habe ich aber gerade nicht, sondern das, was ich habe, das ist eigentlich für die anderen Projekte und so weiter als Base gedacht gewesen. Aber statt hier ein Gebäude draufzustellen, werde ich hier draus jetzt einfach einen Helm bauen. Auch eine coole Idee eigentlich. Das Fundament eines Gebäudes, das potenzielle, einfach mal auf den Kopf setzen. So, das haben wir. Ich gehe ganz vorsichtig hier die Kanten lang. Mache dort die Rundung hinein, die ich habe. Oder die hier drin sein sollte. Und wenn wir jetzt genau arbeiten, dann haben wir weniger zu verspachteln oder ähnliches später. Übrigens zum Versiegeln der Oberfläche werde ich einfach Holzleim nutzen. Genauso wie zum Zusammenbauen. Das heißt, durch diesen Low-Tech-Ansatz habt ihr jetzt wirklich die Chance, das Ganze selbst zu bauen. Ihr braucht einen Cutter, ihr braucht Holzleim, ihr braucht so ein Teil hier. Ja gut, am Schluss für das Sichtfenster, was wird denn dafür reichen? An sich schon fast so eine Verpackung von Salat oder ähnliches. Denn in dem Deckel, da habt ihr ja auch eine durchsichtige Sache drin. Aber ich sag's euch, das ist kein großer Spaß, da durchzugucken. Ich habe damit schon mal verschiedene Sachen probiert, aber das ist wirklich matschig, wenn man da durchschaut. Von daher so ein Plexiglas oder sowas ist da, denke ich mal, die bessere Variante. Oder einfach eine passende Folie. Vielleicht sogar eine Folie, die so ein bisschen dunkler ist. Oder in der Farbe eurer Wahl.
Wenn ihr also die Welt rosarot sehen wollt, na bitte, macht euch eine rosarote Folie rein oder sowas. Sieht bestimmt witzig aus. Ich habe die Klinge hier relativ weit ausgefahren, damit ich dann noch während des Ziehens ganz gut kontrollieren kann, wo das Ganze eigentlich hinmarschiert, das Cuttermesser. So, jetzt haben wir doch schon ein Stückchen geschafft. 3 Teile schon. Verrückt. Naja, es sind ja noch ein paar Teile, die noch übrig sind. Okay, das hier, das möchte ich gleich erst machen. Ich drehe das Ganze einfach mal so ein paar Grad weiter. Ich schätze mal diese Ecken. Ich möchte sowieso den Helm später nochmal stabilisieren. Also werde ich wahrscheinlich diese Ecken entweder direkt mit einer doppelten Lage unterfüttern, nachdem ich das so ein bisschen zurechtgebogen habe insgesamt. Oder ich nehme da einfach XPS, also Styrodur. Oder ich so ein paar Reststücke, weil ich auch diese Teile für den Helm hier aus Styrodur einmal zurechtgeschnitten habe, einfach mal um zu gucken. Aber das kriegt man halt nicht geformt. Zumindest nicht so einfach, zumindest nicht schön. Einfach und schön. Ich möchte es ja auch ein bisschen schön haben. So, was einem während des Schneidens nicht so alles auffällt. Seht ihr das? Die 2 fröhlichen Bs, die habe ich ganz übersehen. Und wenn ich das natürlich nicht innen drauf übertrage, dann habe ich später das Problem, dass, wenn ich das Ganze hier zusammenbaue, dass dann einfach 2 Buchstaben fehlen. Yes! Und die nächste Ecke fertig. Hier ist sogar ein E dran und das D ist auch drin. Schön. Und falls ihr irgendwelche guten Tipps habt oder ähnliches, wie man das vielleicht besser schneiden kann oder was man noch beachten kann oder womit man irgendwas anderes leichter machen kann, immer in die Kommentare damit. Oder halt auch, was ihr sehen wollt. Immer rein damit. Und vor allem stellt die Fragen jetzt sofort, dann werden alle anderen profitieren. Es ist meistens so, wenn man die Fragen erstmal irgendwie im Kopf behält, man lässt sie sich nicht direkt beantworten, dann hat man natürlich das Problem, und so geht es meistens den anderen auch. Zum einen haben die gleichen Fragen im Kopf oder die gleichen Interessen, die vielleicht noch nicht so ganz hervorscheinen. Wenn man die Fragen aber nicht sofort formuliert, dann gehen die meistens verloren. Und das wäre schade. Ich bin auf euer Feedback angewiesen. Ich möchte, dass es euch gefällt. Ich mache das schließlich für euch. Und von daher ist das quasi euer Projekt. Ein Projekt, das ich durchführe, aber ein Projekt, das euch Spaß machen sollte. Wenn ihr zum Beispiel sagen würdet, bau doch mal ein paar Sensoren ein oder ähnliches. Natürlich muss dafür vorher der Helm da sein. Aber wenn ihr das sagt, dann nehme ich einen Raspberry oder irgendwas in der Richtung und dann baue ich da Sensoren ein, noch und nöcher. Distanzmesser, Temperatursensoren, eine Kamera, wenn ihr mir das erklärt, wie das mit der Optik funktioniert, was für eine Linse ich verwenden muss, dann mache ich das auch. Aber dafür, da müssten wir halt schauen, dann, wie wir das Ganze insgesamt gestemmt bekommen. So. Cool. Unten noch ein Teil fertig. Naja, fast fertig. Es will noch nicht losgelassen werden.
Dann bringen wir es doch dazu, dass es los ist. Ich will aber noch nicht hier raus. Doch, du musst raus in die große weite Welt, soll dir gefallen. Komm schon. Du musst auch mal loslassen lernen. Und yes. Geschafft. Toll. Ich bin total begeistert. Und ich drehe es noch ein Stück weiter. Das Material hier übrigens, das ist etwas, das ihr im Baumarkt findet. Es ist direkt bei den Dämmmaterialien für Heizungen und so weiter. Das heißt einfach diese Matten, die da hinten hinterkommen, damit die Wärme im Raum bleibt. Das Ganze hier, das ist grundiert. Ich finde es ganz angenehm und nett, weil ich da sehr gut mit einem einfachen, ganz normalen Kuli draufschreiben kann. Finde ich prima. Ich weiß noch nicht, wie das Material hier Hitze annimmt, also um das Ganze später zu formen. Ich weiß, dass man das beim Moosgummi ganz gut nutzen kann. Das heißt, man leimt beispielsweise diese kompletten Geschichten zusammen und wenn man dann Hitze drauf gibt, dann packen sich die Formen noch besser ineinander. Man kann das also dann noch weiter wölben und ähnliches. Ich weiß nicht, wie das hier drauf reagiert. Es kann sein, dass das ganze Ding dann einfach nur wegkokelt oder ähnliches. Naja, wäre ein bisschen schade drum, weil wäre schön, wenn das richtig funktioniert. Aber Versuch macht klug, oder wie hieß das? Also werden wir es einfach mal ausprobieren. Mal sehen, wie es Hitze annimmt. Mal sehen, wie es darauf reagiert. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, und das nächste Stück ist schon fertig. Es geht aber auch gut vorwärts, meine Güte. Hätte ich gar nicht gedacht. Das Ganze hier ist leichter zu schneiden, als es im Papier ist. Verrückt. So, schön, einfach schön. Vielleicht habt ihr ja schon eine Lootbox 1 von mir genommen. Dann habt ihr schon einen schönen Cutter dabei und ein bisschen Leim müsste eigentlich auch noch übrig sein. Wenn ihr zum Beispiel die Gebäuderuine gebaut habt. Dazu die Anleitung und auch der Link zur Lootbox bzw. zum eBay-Shop ist auch unten in der Beschreibung drin. Sage ich euch deswegen, weil ihr damit das ganze Projekt ja auch ein bisschen anschieben könnt. Das heißt, diese Materialien und so weiter, die ich hierfür brauche, die kann ich dann noch ein bisschen upgraden. Kann vielleicht dann einfach mal so eine Ladung Moosgummi bestellen, dass ich dann nicht einfach so improvisieren muss, gucken muss, was habe ich an ähnlichem Material da, sondern dass ich das wirklich mal gezielt angehen kann, das Ganze. Wäre schön. Also wenn es euch gefällt, unterstützt die ganze Kiste hier. Und Likes sind natürlich willkommen, aber was extrem wichtig ist, finde ich, das sind vor allem auch Kommentare. Denn wenn man sich Sachen nur denkt und sie nicht formuliert, dann weiß noch kein anderer was davon. Wenn man sie aufschreibt, dann kann man es der Welt kundtun. Das geht echt gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Obwohl, gehofft hätte ich schon, wenn ich ehrlich bin. Ach so, was ich vergessen hatte. Oder hatte ich das schon erzählt? In der Lootbox, da sind diese oder Teile der Materialien drin. Natürlich sind da Ziegeln drin.
Aber sonst ist da halt ein Cutter drin und Leim ist da auch drin. Damit könnt ihr direkt durchstarten. Ihr baut erstmal die Gebäuderuine. Die ist aber auch unten verlinkt. Ich bin mal gespannt, wie viel Bauzeit das hier insgesamt wird. Also in der Rohfassung, sage ich mal. Na, hier, da muss ich noch so ein bisschen nachschneiden. So. Genau. Das kleine Zeug hebe ich mal noch ein bisschen auf. Wer weiß, vielleicht später noch irgendwas fehlen tut oder nicht. Dann wir improvisieren müssen und zusammenbauen müssen oder wie. Ach so, diese Videos hier, die ich mache, insgesamt ist das für euch freigegeben. Das heißt, ihr könnt die Subtitles beispielsweise überarbeiten. Wenn ihr zum Beispiel Muttersprachler seid, in einer anderen Sprache, aber auch Deutsch versteht, seid ihr herzlich eingeladen dazu. Und ich möchte, und deswegen produziere ich das eigentlich einfach auch dabei mit, Untertitel auf Deutsch und auf Englisch auf jeden Fall in den kürzeren Videos. Bei den längeren ist es so ein bisschen problematisch, wisst ihr. Es würde einfach weit über das normalerweise Machbare hinausgehen. Deswegen nehme ich da dann eher diese automatisch erzeugten Subtitles auf Deutsch und übersetze die ins Englische. Und bei den kürzeren Videos übersetze ich die erstmal ins Deutsche, weil das ja meistens kaum Sinn macht, was man da irgendwie drin sieht. Und das wäre schade, wenn allzu viel verloren geht. Das möchte ich vermeiden. So. Eins der schönen Seitenelemente. Die werden natürlich später noch anders ausgearbeitet und ähnliches. Ich möchte erstmal wissen, wie insgesamt der ganze Helm wird. Und dann kümmere ich mich darum. Ich schätze mal, dass die hier auch aus 3 oder 4 verschiedenen Layern da zusammengebaut werden, je nachdem. Gedacht ist der Bauplan hier eigentlich, bis auf das mit besonderen Kennzeichnungen, für Schaumstärken von 10 mm. Ich nehme hier 4. Und außerdem habe ich hier einen halbstarren Schaum. Das heißt, der ist bei weitem nicht so flexibel, wie man das kennt von dem
Softschaum. Das hier ist Hartschaum, also nennen wir das andere einfach mal Softschaum. Naja, es fühlt sich einfach anders an als Moosgemüse, sagen wir so. So. Ich schneide das, glaube ich, auch von unten nach oben. Sehr cool. Toll. Schön. Nächste Teile. Na gut, das kann ich dann nicht mehr als Schablone nehmen. Für noch sowas. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. So. Hier ein bisschen durch, da ein bisschen was ab. Ich möchte das so hinkriegen, dass wir gleich wieder richtig ordentlich was sehen. Ich möchte das nicht außerhalb des Erfassungsbereichs schneiden. Das wäre schade. Da hättet ihr ja nicht allzu viel von. Also mache ich diese fröhliche Welt einfach ein Stückchen kleiner, indem ich mal hier und mal da lang gehe. So, einmal hier zwischendurch und das war's schon. Das legen wir einmal beiseite. Hier haben wir am Schluss noch genug Material, um das ein bisschen aufzufüttern. Ich denke mal, allzu robust wird das halt erstmal nicht sein mit diesem 4 mm Material. Von daher, wenn ihr an Bodenmatten rankommt oder ähnliches, nehmt die. Baut euch damit was zusammen. Das sollte dann auch was Schönes werden. Luftfilter habe ich bis jetzt noch nie gebaut. Wenn ihr irgendwie was wisst darüber, wie man das beispielsweise mit Schaumstoff und ähnlichem realisieren kann. Ich möchte halt den Wert erreichen, den so eine selbstgenähte Maske vorm Gesicht hat. Damit ich sagen kann, hier, ich habe den Helm, der ist mindestens genauso toll. Schreibt einfach in die Kommentare. Hier habe ich noch ein Haar gefunden. Ich kann es mir nicht verkneifen. Nein, es ist nicht das Haar in der Suppe, sondern es ist das Haar, das fehlte. So, ein gerader Schnitt runter. Ein noch gerader Schnitt runter, bitte. Sehr gut. Jetzt hier bei dem F. Einmal längs geschnibbelt, dann hier hochgeschnibbelchend. Wunderschön. Findet ihr es nicht auch? Ich finde das ganz großartig. Mir macht das einen Riesenspaß, das Ganze. So, bis dahin. Und jetzt einmal umgedreht. Und der Finishing Move für diesen Bossfight von der anderen Seite. Cool. Jetzt das Ganze von hier aus. Oh, bisschen schief geworden vielleicht.
einmal dran vorbeigeschnibbelt, aber jetzt sollte es passen. Jetzt noch hier unten einmal längs. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Das heißt, das hier, das wird einer der Teile, die dann schlussendlich den Visor umranden. Zur Seite hin, hier oben drüber kommt der Deckel vom Helm. Hier auf der anderen Seite kommt die andere Ecke hin. Da ist der Visor zwischen. Wird eine schicke Sache, das Ganze. Mir gefällt schon. Schon fast das Gefühl, dass ich das Ding auf der Nase habe und durchgucke. Aber ich habe die Befürchtung, dass man Kameras reinbauen muss, damit man nicht gegen alles gegenrennt. So, das ist Datum rum. Und jetzt einmal schön von unten nach oben geschnitten. Oder von da nach da. Naja, spielt eigentlich keine große Rolle. Hauptsache, ich schneide auf ein Stück Pappe. Yes, einmal ein bisschen hochgeschnibbelchen. Das Ganze ein bisschen raus, eingeklappt. Vorsichtig bis auf den Grund ausschneiden. Wobei der Grund nicht dem Tisch entsprechen sollte, ist schon klar. Und dann kann man später mal schauen, wie sich so ein Mandalorianer unter der Hütte da fühlt, unter der Mütze. So. Einmal da und von der anderen Seite noch. Voll von hier aus, da kann ich auch weiter rumgehen. Ja, da oben das Stück möchte ich gerne beibehalten. Versuche ich mal hier schräg dran weiter zu schnibbeln. Das ist ein relativ softes Material. Das heißt, von daher würden Leute, die sich dann irgendwelche Sachen um die Ohren pfeffern, nicht viel Spaß damit haben. Weil wahrscheinlich die ganze Kiste hier direkt auseinanderfallen würde. Ihr lustigen Cosplayer wisst, was ich meine. Ja? Kriegt einer hier mit irgendwas auf den Schädel, dann platzt das Ding einfach wie ein rohes Ei und ist weg. Von daher, wenn ihr das irgendwie für Live-Action-Roleplays oder ähnliches verwenden wollt, dann nehmt vernünftiges Material. Nehmt keine Dämmplatten für Heizung oder ähnliches. So. Und ihr könnt bei der kompletten Entstehungsgeschichte dabei sein. Vom Anfang bis zum Ende natürlich. So wie gewohnt.
Denn ich mag es gerne, wenn das komplett nachvollziehbar ist. Das wäre ja sonst so, als ob man bei einem Let's Play in vorletzten Level einsteigt oder ähnliches. Tut mir leid, ich bin ein bisschen weit hier oben. Ich werde das gleich ändern, so bald wie möglich. So. Ich nehme das Stück hier einfach raus und bewege das weiter nach hier unten. So. Jetzt bin ich wieder im Erfassungsbereich drin und weiter geht's. Schön vorsichtig direkt die Rundung mitgeschnibbelt. Ich meine, es ist keine exakte Wissenschaft, was ich hier treibe, aber naja, es sollte zumindest ansehlich nah dran sein. Wenn am Schluss so eine Fuge vor der Nase hat, sieht es ja auch blöd aus, ne? So, sehr schön. Jetzt ist hier noch ein kleiner Teil. Und dann sind da hinten natürlich noch eine ganze Menge Großteile, die ich noch da oben weggeschoben habe. So eine Schwanenhalsgeschichte wäre noch schön. Dann könnte ich euch das besser zeigen. So, hier muss ich mal um mein Gestell rundherum arbeiten. Und vielleicht, wenn ihr es möchtet, kann ich ja mal so eine kleine Pseudo-Room-Tour machen. Hm? Dann könnt ihr mal sehen, wie das hier aussieht, das, was ich hier gerade nutze. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. So wie alles andere auch. Dafür sind die ja schließlich auch da. Sowas wie ein integriertes Twitter, schalala. So, hier wird es ein bisschen knifflig, weil hier so eine kleine Rundung noch drin ist. Und ich das Cutter-Ding natürlich nicht steil da durchziehen kann. Und es gibt dann nur Brocken, wie man so schön sagt. Und das will ich nicht. Wäre ein bisschen zu schade drum. Toll. Gut geworden. Gut gemacht, ich. Danke, ich. Super stark. Und ihr seid natürlich auch grandios da draußen. Denn für euch mache ich das Ganze ja. Na gut, vielleicht auch ein bisschen für mich, weil es mir Spaß macht, aber vor allem auch für euch. Denn wenn es euch Spaß macht, dann macht mir das noch mehr Spaß. Zu wissen, dass es euch Spaß macht. Dann mache ich gerne auch verschiedene Sachen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Und jetzt das Ganze noch hier unten fertig machen.
So, gut. Sehr gut. Grandios. Wo ich da doch schon so gut in Fahrt gekommen bin, geht es hier gleich weiter dran. So. Das ist das Haus vom Nikolaus. Und nebendran die Garage vom Weihnachtsmann. Jupp. Ist das nicht wundervoll? Ach, ist das schön. Toll. Und weil es so schön war, direkt das nächste. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Es wird natürlich fantastisch, weil warum vorher aufhören, bevor es nicht fantastisch ist? Und sonst mache ich einfach ein grisseliges Video daraus und sage, hier, es ist alles gut geworden, aber irgendwer hat's gefressen. Ganz vorsichtig machen. Denn nichts wäre ärgerlicher, als das aus Versehen kaputt zu machen, das Ganze. Und ein nächstes Stück. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit dem Low-Tech-Ansatz zufrieden seid. Ich meine, ich könnte auch noch sonst mit einem, naja, halbwegs passabel arbeitenden 3D-Drucker dienen, den ich noch ein bisschen nachkalibrieren muss und ein bisschen verändern muss, noch um richtig gute Ergebnisse zu zielen. Oder zumindest für meine Begriffe ausreichende Ergebnisse. Oder ob ich beispielsweise sowas wie einen Dremel benutzen soll, um die Kanten glatt zu bekommen. Kann ich natürlich auch machen.
Wenn ihr sagt, ja, das alles mit Hand, ja, vielleicht zeigst du uns, wie man da und damit umgehen kann oder ähnliches, dann könnte ich das natürlich tun. Wundervoll. Einfach nur toll. Das hier ein Schnibbelchen. Und hier oben ein Schnubbelchen. Und hier ganz vorsichtig reintauchen. Und hier nochmal von der anderen Seite. So. Und hier drüben auch nochmal. Da sehen wir schon, wie schön sich das rauslöst. Cool. Naja, schön zu sehen, wie das Form annimmt, ist momentan noch ein bisschen seltsam vielleicht, weil momentan hat es ja noch gar keine Form. Aber hey, ich finde es gut, dass es sich alles so einfach bearbeiten lässt. Da bin ich sehr begeistert von. So, weiter geht's dabei. Cutter noch ein bisschen weiter raus, weil wir lange Flächen haben oder beziehungsweise lange Schnitte, die man so ganz gut hinter sich bringen kann. Jetzt als nächsten den Schnitt hier. Und zack ist ein Ohrwurm da. Von Weird Al Yankovic heißt er, ne? Like a Surgeon. Cutting for the very first time. Schöne Sache. Schön ist auch I can see your heartbeat. Naja. Toll. Nächstes Stück. Einmal ums Eck herum und rein da. Cool. Einfach eine schöne, schöne, schöne Sache.
gleich dran. So. Ich glaube, wir machen erstmal hier oben drin weiter. Und dann kommen die ganzen schönen Rundungen und sonst was. Machen wir das mal ein bisschen aus dem Weg. So. Da und hier. Ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes drin. Also bitte ermöglicht's mir, dass ich bla bla bla. Ich glaube, ich hole mir einfach so ein paar Bodenmatten und dann, wisst ihr, diese wie Puzzle ineinander greifen, lassen sich wohl sehr gut dafür verwenden. Und dann machen wir das Ganze nochmal in einer anderen Variante. Wenn ihr wollt, auch gern in voller Länge. Und in Farbe und bunt. So. So ein bisschen um die Kurve rumgelegt. Dass ihr es auch weiter sehen könnt, das Ganze. Und hier geht's weiter. Jetzt lege ich nochmal hier unten los und säge nochmal das ganze Ding bis da oben hin durch. So hier ist alles im Bild. Na, dann mal los. Hallo, meisterhaft, oder? Also ich finde schon ganz gut geworden. Toll. Schick. Ein Stück des Mittelsteges des Helms. Und eigentlich wäre er hier in der Mitte durch, aber ich habe diese beiden Teile der Schablone an der Stelle zusammengeführt, sodass wir da nicht noch einen Bruch in der Mitte des Helms haben, sondern eine Bahn haben, die durchgängig ist. Denn das hier, das ist halt relativ dünnes Material und sonst hätten wir da sicherlich eine extrem sichtbare Kante. Da ich noch nicht genau weiß, wie gut man das thermisch nachbehandeln kann, passe ich da lieber ein bisschen auf. Ja, die Teile, mit denen ich hantiere, sind relativ groß. Von daher macht es ab und zu mal Buff und Plautz und sonst was und dann fällt irgendwas irgendwo in irgendeiner entfernten Ecke vom Tisch. So. Und noch ein bisschen mehr da rum. Und jo. Einmal ab. Aber die gute Art von ab, die gewollt ist. Aber die ganzen schönen Dinger und sowas, die werde ich noch behalten. Oh, das sieht ja fast aus wie Fisch. Denn das kann man, denke ich mal, ganz gut später für mehr Stabilität nochmal reinbauen.
merke, ihr Schlingels und Schlingelinen. Habt ihr das gesehen? Ich halte das nochmal da dran. Seht mal hier. Ein A vergessen. So. Gut, dass man das alles noch sieht. Schön. Das hier, das wird dann mit dem anderen Teil zusammen, diesem hier, quasi dieses Mittelstück vom Helm, rumgebogen, fertig. Tja, und jetzt kommt der schöne Teil. Denn hier haben wir ja schon was. Und hier haben wir was. Jetzt kommen dann quasi die Teile, die hier so wie so eine Kehle drin sitzen. Ein Stückchen nach hier. Und dann von hier hinten wieder nach außen laufend. Das heißt, wir haben hier quasi so eine eingedrückte Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie man das hiermit realisieren kann. Denn dafür ist das Material eigentlich, glaube ich, ein bisschen dünn. Aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das hinkriegen. Also, diese beiden Onkels hier werden dann ausgefüllt. Und jetzt merke, Outer Bevel 40 Grad. Und Inner Bevel. Das heißt, von hier aus müssen wir in die Schnittkante reingehen. Und hier auch. Bis hier um die Kurve rum. So, und da bin ich mal gespannt, wie wir das am besten hinkriegen. Nehmen wir einfach mal das hier, 90 Grad, davon die Hälfte. Kriege ich gerade noch so hin. Das wäre also flach, ziemlich flach. Müssen wir den Cutter also etwa so hier durchlaufen lassen, damit das Ganze passt. Und den Rest kriegen wir schon irgendwie beigeflickt, das ist ja kein Thema. Jetzt müssen wir bloß aufpassen. Denn das hier, das ist natürlich Inner Bevel. Das heißt, das hier, das muss schlussendlich so schräg reingesetzt werden, dass es von hier aus nach innen läuft. Das müssen wir schräg eintauchen. Machen wir das mal. Das wird bestimmt ganz großartig. Ich mache hier unten mal so ein bisschen was weg. Einmal ein bisschen was weg. Einmal ein bisschen was weg. Hier zwischen das auseinander. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich zeige euch nochmal die entsprechenden Bauteile. Wieder haben wir es. Also hier, das möchte ich nochmal bis hierhin nachvollziehen. Okay, das geht bis zur Kante runter mit den gepunkteten. Ich wollte schon fast sagen mit den gepunkteten Punkten. Mit den gepunkteten Linien. Da seht ihr das? Es läuft hier einmal außen drum herum. Geht komplett die ganze Runde lang. Geht bis hierhin. Das heißt, jeder connecten wir das dann einfach mit dem Rest ganz normal. Und dann muss das so nach innen gebogen sein. Meine Güte, das wird schon spannend. Machen wir hier mal ein paar Hilfslinien drauf. Kuli. Hallo. Ah, da ist er. War für euch genauso aus der Welt raus wie für mich, denn eure Welt geht ungefähr bis da und der Kuli lag noch eine halbe Kulilänge weiter da.
Ganz schön gemein, finde ich. So, ich markiere mir jetzt mal die Stelle, bis wohin das ganze Ding geht. Die Rundung. Diese Einbuchtung, die geht nicht bis ganz unten hin, sondern etwa bis hier. Auf der anderen Seite geht es aber bis ganz knapp nach unten. So. Ja, da bin ich echt gespannt, was das wird. Ich würde mal sagen, wenn man nicht loslegt, wird das erstmal vom Prinzip her nichts. So, versuchen wir mal diesen Bogen beizubehalten. Das heißt, wir gehen hier durch. Bleiben hier dabei, erreichen die flachste Stelle. Gehen hier satt weiter. Bis hier oben um die Kurve. Da werden wir noch ein bisschen doller. Und dann schlussendlich ein ganz klein bisschen flacher. So. Und hier, da gehen wir dann weiter. Tauchen hier ins Material ein. Und werden hier ein bisschen flacher. Oder steiler. Flacher, steiler, steiler. Flach, flach, steil, steil, flach, flach, ganz flach, umgefallen. Hier innen drin sind es ganz normale Schnitte. Die kriege ich hin. Hoffe ich. Aber wer außer mir selbst könnte mich aufhalten? Das wird wahrscheinlich noch ein Spaß damit im Biegen, das Ganze. Denn hierbei muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Das ist halt Styrodur. Dünnes Styrodur, bisschen leichter geschäumt. Aber es ist halt nicht soft, was ich hier als Material verwende. So. Die große Überraschung und der große Trommelwirbel kommen jetzt gleich. Ich würde mal sagen, das ist dort durchaus gelungen. Seht ihr das? Das geht richtig schön satt nach innen weg. Sehr, sehr, sehr cool. Das heißt, hier da haben wir das Innere davon. Dann läuft das hier lang. Das Ganze hier ist ja noch gebogen. Und zwar ordentlich gebogen. Meine Güte, das geht dann fast halb rum. So, und da wird das hier so reingesenkt. Schon stark. Top Sache.
Das heißt, hier müssen wir eventuell noch mal so ein bisschen nachschleifen. Je nachdem. Da das ja so super heftig toll funktioniert hat, versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Diesmal müssen wir es aber im Blindflug tun. Oder müssen wir gar nicht. Wir können einfach das hier nehmen. Somit können wir das versuchen, genau gleich zu machen. Wir haben also hier unser Bauteil für die andere Seite. Und jetzt versuchen wir in etwa in dem gleichen Winkel einzutauchen. Damit auch wirklich so ungefähr das gleiche rauskommt. Nur andersherum. Einmal. So, hier fangen wir da an. Dann werden wir hier hinten auf der Ecke ein bisschen flacher. Und steigen danach wieder ein bisschen an. Ja, das wird schon was. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das was wird. Falls ihr Ideen habt, wie man das besser hinkriegen kann, wie man es anders machen kann, so, jetzt werde ich noch ein bisschen steiler ganz am Schluss. Oder wie ihr das findet, ob ihr denkt, dass das was Gutes wird oder naja, geht so, wir müssen vielleicht noch einen zweiten Versuch machen. Haut's in die Kommentare rein. Ich lese mir das Ganze durch und ich bin echt gespannt darauf, was ihr da so schreibt, ihr guten Leute. Und ihr alle kriegt ein Herzchen von mir. Das gibt's einfach so. Und wenn ihr abonniert, dann seid ihr in meinem Herzchen. Wenn ihr mich supportet, dann haltet ihr das Herzchen am Schlagigen. Ja, war ein Spaß. Aber schaden wird's nicht. So. Und jetzt haben wir hier das nächste Stück. Ah ja. Diese Ecke ist noch nicht ganz fertig geschnitten. So. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt aufeinander legen, sollten wir überall in etwa die gleichen Winkel haben, wenn alles gut gelaufen ist. Und ja, das ist verdammt gut gelaufen, würde ich sagen. Schön. Richtig schön. Na dafür 2 Daumen nach oben. Le Moustache. Schön. Another job well done. Und jetzt müssen wir nach außen wegschneiden. Auch wieder mit 40 Grad. Und hier, da müssen wir mal sehen, wie wir das Ganze machen. Da ist es relativ gleichbleibend. Ungefähr bis hierhin. Ungefähr bis hierhin.
Ungefähr bis hierhin. Und ungefähr bis hierhin. So. Legen wir doch einfach mal fröhlich los. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es irgendwas wird. So. Einmal so und einmal ab dafür. One side completed. Toll, das wird was. Das wird was, das wird was. Nämlich was ganz Schönes. Das wird ja quasi hier so reingesetzt und das biegt sich dann nach außen, während sich das andere nach innen biegt. Total supidupi toll. Ich meine, es ist nicht 1 cm stark, sondern 0,4, aber oh, es hält sich fest. Aber das wird schon was Tolles. Das sage ich euch doch. So, ein bisschen flacher anfangen. Dann relativ schnell die Entneigung erreichen. Bis fast ganz rumgehen. Und dann jetzt am Schluss wieder so ein bisschen zurück. Yes! Ich bin ja so aufgeregt. Naja, eigentlich nicht. Ich denke, dass es einfach passt. Seht da, relativ mild gestartet. Nach dem Start, da wird es ein bisschen abgeflacht, das Ganze. Und am Schluss läuft es schön harmonisch wieder ein bisschen zurück Richtung Vertikale. Und jupp, da ist es gut. Toll. Alles ausgeschnitten. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert das Ganze, seht, wie es weitergeht, unterstützt mich, wenn ihr wollt, und sei es durch Likes, super tolle Sache, dann weiß ich, wie es bei euch ankommt, oder auch durch Kommentare, damit ich weiß, was vielleicht noch ein bisschen optimiert werden kann oder was ihr für Tipps habt, vielleicht schon für die nächsten Teile.
Was kann man zum Beispiel nehmen, um irgendwie so eine Art Filterung zu erreichen? Ich weiß nicht, so ein Schnorchel wollte ich nicht unbedingt reinbauen, aber vielleicht irgendwas Witziges in der Richtung. Lüftungsgitter und irgendwelche Ventile und Klappen und ein bisschen Atemgeräusche wie bei Darth Vader. Ach, keinen Schimmer. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche eure kreativen Vorschläge und dafür liefere ich euch das witzige Zeugs, was ihr euch gerade angeschaut habt. Ich danke euch vielmals. Lasst ein Like da, kommentiert, abonniert, falls noch nicht getan. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Teil. Und dann geht's wirklich ums Zusammenkleben. Vielleicht zwischendrin noch so ein paar Materialtests. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt oder wie man das hier bearbeiten oder biegen kann oder ähnliches. Ich danke euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag oder gute Nacht oder wie auch immer. Viel Spaß noch in der Badewanne oder vorm Kamin. Kein Schimmer. Bis dann. Aber ich sehr gerne. Ihr seid ein cooles Publikum. Ciao.